Wir haben ja schon untersucht, dass in so einer Flasche Luft ist. Und diese Luft, die dehnt sich aus, wenn sie erwärmt wird. Und dazu machen wir jetzt zwei Experimente. Wir nehmen eine Plastikflasche und einen Luftballon und stülpen den Luftballon über die Öffnung. Dann füllen wir in eine Schale sehr heißes Wasser und in eine zweite Schale kaltes Wasser. Nun stellen wir unsere Flasche mit dem Luftballon in die Schale mit dem heißen Wasser und schauen mal, was passiert. Die Luft in der Flasche wird durch das heiße Wasser erwärmt. Sie dehnt sich aus und pustet dabei ein bisschen den Luftballon auf. Wenn wir die Flasche in die Schale mit dem kalten Wasser stellen, kühlt sich die Luft wieder ab, sie zieht sich zusammen und auch der Luftballon fällt in sich zusammen. Für das zweite Experiment brauchen wir zunächst mal 3 Plastikflaschen. Wir schrauben die Deckel ab und bohren in den ersten Deckel in der Mitte ein Loch. Lasst euch dabei am besten von einem Erwachsenen helfen, denn wir müssen das Loch auch noch etwas größer machen, dass später ein Trinkhalm hindurchpasst. In den zweiten Deckel bohren wir 2 Löcher nebeneinander. Auch die müssen wieder etwas aufgeweitet werden, damit dann ein Trinkhalm hindurchpasst. Wir nehmen jetzt 2 Trinkhalme mit Gelenk und schneiden einen etwas ab. Mit richtig gut klebendem Klebeband kleben wir jetzt die beiden kurzen Enden der Trinkhalme aneinander. Und auf die gleiche Art und Weise verbinden wir jetzt noch einmal 2 Trinkhalme miteinander. Wir füllen jetzt eine der Flaschen fast bis oben hin mit Wasser und geben dann noch etwas Lebensmittelfarbe dazu. Die mit Wasser gefüllte Flasche bekommt den Deckel mit den 2 Löchern und eine größere Flasche den mit einem Loch. Und jetzt verbinden wir die Flaschen mit den Trinkhalmen, die wir vorher aneinander geklebt haben. Dabei ragt das lange Ende in die Flasche mit dem Wasser. Mit dieser zweiten Trinkhalmbrücke verbinden wir jetzt auch die Wasserflasche mit der dritten Flasche. Auch hier ragt das lange Ende wieder in die Wasserflasche hinein. Die Löcher in den Deckeln sind für die Trinkhalme etwas zu groß und dichten nicht ganz luftdicht ab. Mit einer Heißklebepistole dichten wir die Löcher deshalb sehr gut ab. Ihr müsst dabei aber wirklich aufpassen und es am besten mit euren Eltern zusammen machen, denn dieser Heißkleber wird wirklich sehr heiß und man kann sich sehr die Finger daran verbrennen. Bevor wir mit dem Versuch richtig loslegen können, müssen wir warten, bis der Kleber kalt geworden ist. Jetzt füllen wir sehr heißes Wasser in ein Gefäß und stellen die große Flasche hinein. Fast unmittelbar danach fängt es in unserer Wasserflasche an zu blubbern und in unsere dritte Flasche läuft Wasser. Auch hier erwärmt das heiße Wasser die Luft in der großen Flasche. Die Luft dehnt sich aus und gelangt über die Trinkhalmverbindung in die Wasserflasche und wir können das an den Luftblasen sehen. Durch den erhöhten Druck in der Wasserflasche wird dann Wasser von der Flasche über den Trinkhalm in die dritte Flasche gedrückt. Wenn wir den Trinkhalm, der von der großen Flasche in die Wasserflasche führt, etwas abschneiden, sodass er nicht mehr ins Wasser ragt, funktioniert es immer noch. Wenn der Versuch beim ersten Mal nicht klappt, liegt es wahrscheinlich daran, dass irgendwo heiße Luft entweichen kann. Auch bei meinem ersten Versuch hat es nicht funktioniert und ich musste das Ganze nochmal neu aufbauen und abdichten. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit den Experimenten rund um die heiße Luft.